Die Zeus-Statue ist ein Must-Have-Gebäude in Forge of Empires. Kaum jemand hat diesen freistehenden Koloss nicht in der Stadt stehen. Wie man sich jedoch denken kann, war das reale Vorbild nie wirklich Sturm und Regen ausgesetzt, sondern wurde in 8 Jahren Bauzeit ab 438 vor Christus im bereits fast 20 Jahre zuvor fertiggestellten Zeus-Tempel von Olympia errichtet. Ich denke, jeder von euch sollte wissen, dass Zeus der Gott der griechischen Mythologie ist. Mächtiger als alle anderen Götter zusammen, der sich nichts und niemandem fügen muss, außer dem personifizierten Schicksal selbst, seinen Töchtern. Ich habe leider noch keine Kinder, aber das klingt nach einem Satz, der wohl auf fast jeden Vater mit Töchtern zutreffen könnte. Jedenfalls ist es dementsprechend kein Wunder, dass die Zeus-Statue an einem der heiligsten Orte der Antike, Olympia, errichtet wurde. Dieses Gebiet hatte bereits eine jahrhundertealte religiöse Vergangenheit und war Austragungsort der Olympischen Spiele der Antike. Außerdem wurden von seinem Baumeister Phidias, der als einer der größten Bildhauer der Antike gilt, nur die besten Materialien verwendet. Ebenholz für seinen Thron, Elfenbein für den Körper, Gold für die Siegesgöttin Nike in seiner rechten und den Stab in seiner linken Hand, sowie faustgroße Edelsteine für seine Augen. Dazu kamen noch etliche Verzierungen, Reliefs und kleinere Abbildungen auf und rund um den Thron. Auf den Fundamentresten ist von der wahrscheinlich ca. 13 Meter hohen Statue aber nichts mehr übrig. Über dessen Zerstörung ranken sich einige Legenden. Die einen behaupten, sie sei im 5. Jahrhundert nach Christus in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, einem Brand zum Opfer gefallen, die anderen, dass ein Brand im heimischen Zeus-Tempel die Statue bereits im 4. Jahrhundert zerstört haben soll. Zweiteres konnte zwar durch eine handschriftliche Überlieferung bestätigt werden, jedoch finden sich auch Beweise dafür, dass der Tempel erst im nächsten Jahrhundert durch ein Erdbeben zerstört wurde, was bedeutet, dass er nach dem Brand nochmal renoviert wurde. Bleibt die Frage, ob dies auch auf die Zeus-Statue zutraf. Nichtsdestotrotz ist dieses Meisterwerk das letzte und wohl atemberaubendste von Phidias gewesen, mit dem er auch seine letzten Lebensjahre verbrachte. Viele Informationen über die verwendeten Materialien und Plastizität stammen von Freilegungen aus dessen Werkstatt, wo einige Materialien, Tonvorlagen und Werkzeuge gefunden werden konnten. Sonst existieren nur noch Abbildungen auf Münzen und einige antike Beschreibungen, die sich jedoch insbesondere in der Angabe der Größe immer wieder gegenseitig übertreffen. Hier existieren Überlieferungen von 18 Metern, über 30, 66 oder sogar 75 Metern Höhe, die sich allerdings alle natürlich nicht mit der nachweisbaren Fundamentgröße decken. Doch anhand dieser kann man eben sehr gut entnehmen, was für eine Wirkung dieser Koloss auf die Betrachter gehabt haben muss. Andere bekannte Persönlichkeiten äußerten beispielsweise auch, dass die Götter nur für dieses Bild das Elfenbein erfunden haben mussten und dass es als Werk der Kunst unglaublich sei, als Bild des Zeus jedoch heilig. Andere erschraken bei dessen lebensechter Nachstellung, beschrieben dessen Besuch als emotionales, erregendes Ereignis und brachten große Opfer. All das brachte der einzigartigen Zeus-Statue ihren verdienten Platz in der Liste der 7 Weltwunder der Antike.